Mit Superchats kann man ja auf YouTube in Livestreams dem YouTuber entsprechend eine Spende zukommen lassen, aber kann man sich eigentlich auch selbst einen Superchat senden? Wir finden es gemeinsam raus, direkt nach dem Intro. Hi, ich bin Felix und das hier ist die YouTube-Lupe Nummer 102 und heute auch mal eine ganz besondere, denn ich nehme diese YouTube-Lupe hier gerade live auf. Das heißt, wenn ihr das jetzt im Anschluss seht, dann habt ihr den Livestream quasi mit verpasst, aber einige von euch sind auch hier live entsprechend mit dabei. Und das Ganze, warum mache ich das Ganze live? Das liegt ganz einfach daran, dass ich ein Feature austesten möchte, wofür ich nun mal einen öffentlichen Livestream brauche. Und dementsprechend mache ich das jetzt. Ich hätte das vielleicht auch irgendwann mitten in der Nacht machen können, aber es macht ja noch halb so viel Spaß. Und zwar geht es darum, dass einige neue Features rausgekommen sind für Livestreams. Dazu habe ich ja auch schon einen Blogartikel mit verfasst. Findet ihr auch entsprechend noch oben mit verlinkt. Ich kann auch jetzt mal hierher mal langsam da. Wunderschön. Und ja, wie gesagt, ich habe darüber schon ein bisschen was geschrieben und es gibt hier eine ganz interessante Erneuerung im Bereich von Interaktion. Und zwar wurde IFT mit integriert in die Superchats, beziehungsweise das Interface für Superchats wurde in IFT zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann jetzt entsprechend auf seinen Superchat reagieren, indem man Tweets absendet, indem man seine Küchenmaschinen steuert, indem man sein Licht vielleicht auch noch mitsteuert. Ja, es gibt ja verschiedene Stufen bei den Superchats und so können wir auf verschiedene Stufen entsprechend mit unterschiedlichen Lichtern reagieren. Das ist ja schon ganz interessant. Und ich möchte diese Verbindung testen, aber dafür brauche ich einen Superchat. Und da ich euch nicht unbedingt direkt fragen wollte, wollte ich das Ganze selber an mich senden. Und da war dann die Frage, kann ich das überhaupt letztendlich mitmachen? Also, schauen wir uns das Ganze hier einfach mal an. Wir gehen hier einfach mal auf meinen Livestream rauf. Der läuft hier ja gerade, seht ihr dann auch schon, beziehungsweise ich sehe mich zeitversetzt. Ist auch ganz interessant. Und dann scrollen wir hier einmal runter. Da gibt es ja den Superchat-Button und da kann ich hier einen Superchat senden, kann hier eine Höhe festlegen, so wie ich es gerne haben möchte. Und für Testzwecke, ich bin mal großzügig und gebe mir jetzt 1 Euro für die Testzwecke. Jetzt muss ich euch allerdings hier das Bild noch einmal kurz wieder mit klauen. Okay, da läuft dann das Intro nochmal ab. Das ist natürlich jetzt nicht geplant. Ah, super. Und ja, dann klicke ich hier auf Kaufen und Senden. Was ihr jetzt nicht seht, der Grund ist ganz einfach, da sind Kreditkartendaten, die muss ich entsprechend mit verbergen. Das möchte ich jetzt nicht hier irgendwie so anzeigen. Und es öffnet sich das Fenster zum Abschließen des Kaufes. Würde ich mal sagen, Kreditkartendaten passen alle soweit. Gehen wir den Sicherheitscode nochmal mit ein und dann gehen wir mal auf Kaufen. Und dann mal das hier mal anschauen. Nachricht wurde zugestellt. Vielen Dank für den Kauf. Und ich sehe in meinem Livestream-Interface den entsprechenden Superchat und der müsste hier auch im Chat auftauchen. Ja, okay. Also, wir haben gelernt, man kann Superchats an sich selbst senden. Jetzt ist die nächste interessante Frage, funktioniert diese Integration, von der ich ja eben schon gesprochen habe. Und da müsste ich jetzt mal einen Augenblick warten, was sich hier auf meinem Handy tut. Ja, da habe ich die entsprechende Benachrichtigung auf meinem Handy jetzt entsprechend auch schon mitbekommen. Upsa. Keine Ahnung, wo der Ton jetzt noch herkam. Das müsste noch irgendwie vom Streamlabs irgendeine alte Integration sein, aber ich meine eigentlich, ich hätte das alles mit rausgeschmissen. Ist aber auch egal. Wir sehen hier auf Twitter, da gibt es jetzt einen neuen Tweet hier in meiner Timeline. Und wenn wir da mal rausschauen, dann ist das hier der hier. Ja, Felix Bräuchter sent me a blue super chat message on YouTube for XXX Euro. Ich wollte da jetzt einfach aus Datenschutzgründen das Ganze entsprechend hier mal, ja, nicht direkt so mit anzeigen. Und ja, das ist ziemlich cool, dass es geht, weil es eben sehr viele Möglichkeiten der Interaktion mit den Zuschauern ja, ermöglicht. Und eigentlich so im Wesentlichen war es das auch für dieses Video. Ich wollte herausfinden, kann man an sich selbst einen Superchat senden? Wenn ihr das Video jetzt gesucht habt, dann habt ihr wahrscheinlich dieselbe Frage gehabt und die bei YouTube oder bei Google oder wo auch immer eingegeben. Und jetzt habt ihr eine Antwort. Man kann an sich selbst einen Superchat senden. Cool. In dem Falle gehen wir mal hier wieder. Dieses Mal sogar ohne Intro. Wunderschön. Ja, soweit war es das hier für dieses Video. Ich würde mal sagen, wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat, wenn euch das irgendwie weitergeholfen hat, dann könnt ihr mir ja da oben noch da auf der Seite, ja, ein Abo dalassen, dann verpasst ihr hier keine wöchentlichen Videos mehr rund um YouTube, Technik oder auch Vlogs. Und ja, wenn ihr noch ein bisschen Zeit und Lust mitgebracht habt, dann könnt ihr euch hier unten noch 2 weitere Videos von mir mal anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.